Servus YouTuber und willkommen bei RL Photo Pro. Ja, wenn euch Foldables interessieren, dann seid ihr in dem Video auf jeden Fall genau richtig, denn Samsung wird vielleicht sogar noch vor Weihnachten sein dreifach faltbares, beziehungsweise für mich immer noch zweifach faltbares Treefold vorstellen. Wie das Ganze heißen wird, weiß man mittlerweile so gefühlt gar nicht mehr. G-Fold war mal so im Gespräch, also G-Fold. Bisher hört man da aber reichlich wenig mehr drüber. Ich bin mal gespannt, ob das vielleicht dann auch nur C-Fold irgendwas heißt. Keine Ahnung, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr da coole Namen dafür hättet. Ansonsten super spannend und natürlich auch ein super teures, gefühlt Konzeptgerät, was da bisher vorgestellt wurde. Es gibt bisher auch noch keine richtig öffentlichen Bildern vom finalen Gerät. Es gibt halt sehr viele Gerüchte und auch zu den Hardware-Specs gibt es aktuell noch nicht viel zu sagen. Natürlich wird so ein High-End-Gerät auch mit den High-End-Specs kommen, also Snapdragon 8 Elite Gen XY, ja, also und 16 GB RAM ist so im Gespräch. Ja, aber ansonsten im Endeffekt sehr wenig Infos. Ob das dann mit, was weiß ich, 256 Gig nur kommt, wie es bei Samsung vielleicht auch so üblich wäre, oder gleich mit 512 oder nur eine 1 Terabyte Variante. Ja, mal schauen. Man muss dazu sagen, das Treefold wird ja auch nur in einer sehr begrenzten Menge dann produziert werden. Zahlen sagen bisher so zwischen 50 und 100.000 Stück, die da weltweit maximal ausgeliefert werden. Zumindest in der Phase 1, vielleicht, wenn es doch gut verkauft wird, auch mehr. Das steht alles noch in den Sternen. Entsprechend geht es hier heute um die Gerüchte und auch so die ersten Leaks und Bilder von so einer Ausstellung, wo das Teil eben schon mal von Samsung offiziell ausgestellt wurde, wenn es denn so final auch dann wirklich in die Läden kommt. Ich würde sagen, wir fangen an mit den Infos und den Leaks und sehen uns dann am Ende nochmal kurz mit einem finalen Fazit und auch so meiner Meinung dazu. Viel Spaß, bis dahin und bis gleich nach dem Intro. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt mit meiner Newsseite des Vertrauens notebookcheck.com. Ich verlinke euch natürlich alle Links, die ich verwende und alles, was ich hier zeige, wieder unten in der Videobeschreibung entsprechend rein. Und auch die Quelle steht natürlich wieder mit dabei. Ja, als erstes ist mir tatsächlich nicht direkt das Bild hier oben aufgefallen, sondern das Bild hier unten. Und zwar erinnert das neue Treefold oder dreifach faltbare, wie sie immer sagen, wobei es meiner Meinung nach eigentlich eher zweifach faltbar ist, aber halt eben aus 3 Hälften sozusagen besteht. Und da ist mir eben aufgefallen, ja, links seht ihr das Galaxy Fold 7 und rechts das neue Treefold, was da eben vorgestellt wurde, beziehungsweise in einem Showcase Room sozusagen nicht anfassbar mal präsentiert wurde. Zu dem Video kommen wir gleich noch, aber hier habt ihr mal einen schönen Vergleich. Das sieht halt von hinten genauso aus und man muss auch ehrlich sagen, ja, das Ganze sieht auch wirklich aus wie ein Fold 7 mit einer Seite mehr einfach. Also nicht negativ gemeint. Natürlich finde ich, hätten sie die Kameras ein bisschen updaten können hier im Querformat. Das ist aber Geschmackssache. Dann wappelt das Ding halt nicht so auf dem Tisch rum. Mal schauen, wie es bei dreifach faltbaren dann so ist. Wenn ich es denn irgendwann mal in die Hände kriegen sollte. Aber das ist noch Zukunftsmusik natürlich, klar. Dann würde ich sagen, schauen wir uns gleich mal das aufgefaltete Bild hier an. Der Screenshot, wie gesagt, auch wieder in diesem Showroom, was da damals war. Und hier sieht man das nochmal ganz gut. In der Mitte eben der Frontscreen und auf der anderen Seite ist dann im Endeffekt der große 10 Zoll Display, der eben auch wie beim Fold 7 mit diesem weichen Kunststoff natürlich ist. Bei dem Bild hier sieht man eben auch durch den rückwärtigen Screen, der halt eben mit einer Glasoberfläche dann sein wird, so wie beim Fold 7 der Frontscreen eben ein anderes Konzept ist als bei Huawei. Das Mate X-T ist ja komplett anders aufgebaut. Also Huawei hat in China auch schon ein zweifach faltbares oder ein Treefold eben in der 2. Generation. Ich springe da mal kurz rüber. Hier sieht man das auch, das wird eher wie ein Z hier aufgefaltet. Bei Samsung ist es quasi wie ein U. Die 2 Seiten werden nach innen angeklappt und hier wird es so aufgefalten. Das Ganze hat leider einen Nachteil bei Huawei und ich muss sagen, ist es ähnlich wie beim ersten Galaxy Fold versus dem Huawei Fold, was damals rausgekommen ist.
Da war es eben auch so, das Huawei hat eben diese große Fläche zusammengeklappt und die Rückseite und Vorderseite waren dann dieses weiche Kunststoffdisplay. Bei Samsung wurde eben nach innen das Display reingeklappt, das heißt, es war geschützt und das Front-Display war halt damals deutlich kleiner als das innere Display, aber das war halt technisch damals einfach wahrscheinlich noch nicht anders lösbar. Mit der zweiten Generation hat sich das ja dann verändert und hier ist das Konzept auch wieder eher, sage ich mal, für mich zumindest etwas schützender für den Kunden, weil halt das Konzept wie bei Huawei hier doch sehr kratzanfällig ist, gerade was das Display auf der Vorderseite und auch die Ecke hier an der Kante betrifft. Hier sieht man das Huawei Mate XT Design auch nochmal von der Innenseite. Ähnlich wird es ja bei Samsung dann aufgeklappt auch ausschauen, nur eben, dass beide Male wie hier in dem Bereich dann sozusagen gefalten wird. Ja, aber damit erstmal genug von Huawei. Darum soll es ja heute nicht gehen, sondern um den direkten Konkurrenten in dem Sinne. Und zwar dem Z Fold, Treefold, wie auch immer man es dann nennen wird. G-Fold war mal im Gespräch, also G-Fold im Endeffekt. Und der Name ist aber bisher nicht mehr so wirklich aufgetaucht. Ich bin mal gespannt, ob der dann noch Bestand hat. Hier sieht man das Ganze auch nochmal super gut zusammengeklappt. Natürlich auch aus dem Video rausgeschnitten. Auf der rechten Seite muss man sagen, wäre es eigentlich wie ein Fold 7. Das heißt hier eine Hinge. Die geht hier rein. Das Smartphone geht allerdings hier noch ein bisschen breiter raus. Dann kommt noch auf der linken Seite eine große Hinge, die eben das Rückteil noch mit verbindet. Dadurch wird das Smartphone natürlich dicker, ganz klar. Und zwar, ich würde sagen, so grob geschätzt eine Hälfte vom Fold 7. Kann sich dann jeder selbst ausmalen, ob das dann noch für ihn vertretbar ist oder nicht. Ich muss ehrlich sagen, die Dicke von dem Smartphone hat mich damals beim ersten Fold gar nicht so gestört. Da war ich ein bisschen gebrandmarkt von den Note-Serien, die halt leider sehr breit und groß waren. Für mich damals das Nonplusultra-Smartphone, aber in der Hosentasche ein bisschen störender, zumindest für meinen Part, als jetzt zum Beispiel das erste Fold. Und ich denke mal, das wird von der Dicke wahrscheinlich ähnlich sein, vielleicht ein paar Millimeter dicker. Ich bin mal gespannt. Aufgeklappt natürlich ähnliche Dicke wie das Fold 7, sieht ja auch von der Technik ähnlich aus. Und hier sieht man auch nochmal die Seitenteile, und zwar einmal auf der Seite hier aufgeklappt, naja, wie gesagt, ähnlich wie das Fold 7. Und auf der anderen Seite eben zusammengeklappt, diese dicke Hinge, die da raussteht. Ich meine, das Teil ist natürlich jetzt nicht für die Masse konzipiert, das soll ja auch nicht so oft hergestellt werden und eventuell gar nicht bei uns am Markt in Europa kommen, aber da gibt es mittlerweile auch schon wieder anderweitige Gerüchte. Ja, und das waren so die interessantesten Bilder aus dem Video. Ich zeige euch aber das Video dann auch nochmal ganz kurz am Ende. Die Verfügbarkeit in Europa war bisher eigentlich noch kein Thema, aber jetzt gibt es neue Gerüchte. Es gab nämlich eine Zertifizierung, die hier in dem Beitrag, eben auch bei notebookcheck.com ganz gut zusammengefasst, auch zeigt, dass eine Modellvariante, die eventuell das Fold oder Treefold eben sein kann, aufgetaucht ist und im Endeffekt da auch eben globale Varianten eventuell kommen könnten. Also, ist nicht sicher. Das Ganze ist natürlich alles sehr gerüchtelastig und auch die Preise sind noch gerüchtelastig. Hier in einem Beitrag habe ich gelesen gehabt, auch so um die 3.000 Euro. Jetzt vor 1, 2 Tagen hieß es dann auf einmal, ja, eventuell doch nur ab 2.500 Euro, was ich persönlich irgendwie nicht so ganz glaube. Also klar, bei uns in Europa oder auch in Deutschland mit Zoll und Steuern und diesen ganzen Kram, der da dazukommt, beziehungsweise Zoll nicht, wenn es wirklich bei uns auch released wird, aber eben die Steuern, denke ich, sind wir trotzdem so bei ab 3.000 Euro am Start. Ist zumindest meine Meinung. Was denkt ihr dazu? Ich meine, das ist natürlich ein Heidengeld. Klar gibt es Foldable schon und da ist jetzt eigentlich nur eine Seite mehr dran, aber ist natürlich trotzdem ein komplett neues Produkt. Ich bin wirklich gespannt, was da kommt und schreibt es auch mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Natürlich ist es ein völliges Nischenprodukt, das ist mir ganz klar und bewusst. Ich wäre aber der absolute Fan, das Ding zu kaufen und vor allem auch für euch zu testen, Langzeit-Review drüber zu machen, etc. etc. Die Kamera hat natürlich da keinen Mega-Fokus drauf, das muss man auch ganz klar sagen. Ich schwanke ja selbst immer zwischen den High-End-Kamera-Smartphones und eben den Foldables, die im High-End-Sektor so verfügbar sind.
weil ich eigentlich beides gern kombiniert hätte. Das gibt es aber noch nicht in dem Ausmaß, wie es ich gern hätte. Von daher, ja, muss ich am Ende meistens, wenn ich einen Fold habe, doch meine große Kamera nur mitschleppen. Oder eben beim Magic V5 ist es ein bisschen besser geworden und beim V3. Aber ja, ist halt eben so. Und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch mal das Video von einer koreanischen Firma, die das ganz gut zusammengefasst hat. Link, wie gesagt, auch wieder in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch das Ganze auch mal selbst anschauen. Wir starten mal und ich schaue mal, was man da so zu sehen bekommt. Das hier ist übrigens diese Ausstellung, von der ich vorhin geredet habe, wo die in diesen Glasschaukasten waren. Einmal hier links zusammengefaltet, einmal rechts auseinandergefaltet. Da sieht man jetzt eben, wie das auseinandergefaltet ausschaut. Natürlich sieht man da jetzt leider auch nicht, wie stark der Knick sichtbar ist. Eine Animation, wie das Ganze dann aufgefalten wird. Auch sehr interessant, wie ich finde. Und ja, also links sieht man auch, dass der hier, sieht man es ganz gut, ich pausiere es mal schnell, dass der Rand hier rechts etwas dicker ist als auf der linken Seite. Zumindest schaut es jetzt optisch gerade so aus. Die Ränder sind ein bisschen dicker geworden beim Frontscreen. Ich denke, das ist halt auch einfach der neuen Technik geschuldet. Hier im Innendisplay, finde ich, sieht es soweit eigentlich ganz okay aus. Ähnlich wie beim Fold 7 würde ich sagen, vielleicht minimal dicker. Aber wie gesagt, das war halt auch nur ein Prototyp, der hinter einer Glasvitrine stand. Hier sieht man ganz gut den Größenvergleich nochmal. Und ja, das war jetzt sozusagen die Animation auch mal, wie das aufgefaltet wird, nochmal hier gezeigt. Da sieht man mal ganz kurz das Huawei Mate XT, wie das zusammengefaltet wird. Wie gesagt, wie ein X. Das neue Galaxy wird dann wie ein U zusammengefaltet. Und die Dicke ist natürlich auch hier, wenn man da mal kurz zurückgehen, nicht unbedingt der Burner beim Mate XT. Also man sieht es schon, ja, hier unten würde ich sagen, ist es so wie ein normales Foldable und dann eben noch on top dieser dritte Layer sozusagen. Genau, da wird nochmal auf die Renderdicken eingegangen. Und da sieht man auch ganz gut das Bild mit der Hinge, der die vordere bzw. die mittlere und die hintere Seite verbindet und die linke Seite wird quasi nach innen reingeklappt. Lautsprecher und Mikrofone werden hier noch kurz gezeigt. Das war ein anderes Smartphone von Samsung, was so ein Prototyp mal war, eben mit dieser Fallthematik, aber das ist schon deutlich älter als das, was hier jetzt gezeigt wird. Und auch hier sieht man nochmal die Dicke auseinandergefaltet, die Seitenansicht von der rechten Seite mit hier wahrscheinlich wieder Fingerabdruckscanner und Lautstärkentasten. Die Kameras stehen raus wie beim Fold 7, da hat sich glaube ich nicht viel getan. Und hier die linke Seite, die wir vorhin schon mal kurz betrachtet haben. Auch ganz spannend, ein Finger, gut, man weiß jetzt nicht, wie dick der Finger hier ist, das ist auch alles koreanisch, also wenn es jemand kann, gerne drunter schreiben. Ist natürlich dicker als jetzt die normalen Folds, die wir bisher kennen. Hier, wie vorhin auch schon gezeigt, der Vergleich mit dem Fold 7. Und ja, Punch-Hole-Kameras wie immer mittlerweile bei Samsung an Bord und auch leider keine andere Display-Kamera mehr. Finde ich ziemlich schade. Hätte halt ein schöneres Bild gemacht. Ich hätte jetzt da lieber ein bisschen auf Qualität verzichtet im Innendisplay. Andere sehen das natürlich vielleicht anders. Aber ja. Und das waren kurz und knapp die News zum Trifold von Samsung. Beziehungsweise, wie ich eben sagen würde, Dual Fold, weil es sind ja eigentlich nur zwei Scharniere. Klar, theoretisch 3 Hälften, aber ja. Ist Geschmackssache, aber Trifold, dreifach faltbar, hieß es mal, das ist, finde ich, eher irreführend und nicht unbedingt so sinn- und zweckgemäß, wie es eben ist, mit 2-mal Falten und 3 Seiten. Aber ja, spannend wird tatsächlich für mich der Preis und vor allem, ob das Ding überhaupt in der EU zu haben sein wird. Ich muss ehrlich sagen, ich hoffe auf jeden Fall schon. Ja, preislich wird es natürlich der absolute Killer. Ja, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist ganz klar. Da sind jetzt die Folds von Samsung einfach schon extrem teuer. Auch die normalen, muss man ehrlich sagen. Aber dennoch will ich natürlich auch als absoluter Technik-Nerd sowas testen. Ja, ganz klar.
Ja, beim Treefold hatte ich mir tatsächlich, muss ich gestehen, ein bisschen erhofft, dass vielleicht das Huawei Mate X-T so als Abklatsch bei Honor landet und wir vielleicht da vor Samsung eine Option haben, mal 'n Treefold von Honor zu nutzen, aber dem war leider nicht so, sehr schade. Ich bin mal gespannt, was Honor da liefert, weil das ist ja dann doch in Europa, sage ich mal, so ein bisschen der direkte Konkurrent. Ich bin auch mal gespannt, ob Vivo da irgendwann mitzieht. Die haben ja auch extrem gute Foldables und ja, vielleicht auch mal andere Marken. Natürlich ist ein Fold einfach ein Nischenprodukt. Ja, man muss das ganz klar immer noch sagen. Das ist jetzt nichts wie hier so ein normales Bar-Smartphone, wo halt eigentlich so ziemlich die Masse nutzt. Wobei ich halt auch gerne Foldables nutze, weil man dann einfach produktiver ist. Klar, die Anfälligkeit, aber die würde ich ja natürlich auch beim Treefold gern für euch wieder mit testen und auch ehrlich dann euch sagen, wenn da irgendwas nicht so passt oder vielleicht auch kaputt geht, was ich dann natürlich nicht hoffe, aber ja. Ich bin gespannt auf jeden Fall, was da kommen wird und ob es überhaupt kommt und vor allem an die Vorstellung ist. Aktuell ist so ein bisschen der 5. Dezember so im Raum. Ob es denn wirklich so ist, naja, es gab auch im Oktober schon mal Leaks zu angeblichen Oktober, Ende Oktober, Anfang November Release-Daten, was dann auch nicht eingetroffen ist. Ich denke, das kommt wirklich stark darauf an, wie weit Samsung da ist, ob die wirklich auch schon produzieren oder ob es vielleicht auch nur eine Vorstellung wird und dann heißt es ja ab Januar, Februar bestellbar. Mal schauen. Ja, und zuletzt würde mich natürlich interessieren, was vor allem ihr drüber denkt. Ja, ich meine, wie gesagt, ist natürlich ein Nischenprodukt, ganz klar. Aber wenn ihr Folds mögt, würdet ihr euch ein Treefold kaufen? Oder reicht zum Beispiel ein normales Foldable für euch auch völlig aus? Oder sagt ihr, ja gut, ich schaue viele Videos, das war immer so ein bisschen mein Ding. Und dann habe ich trotzdem oben unten dicke Balken, was bei einem Treefold ja theoretisch dann deutlich besser sein müsste, weil es eben vom Format wie ein normales 10 Zoll Tablet in dem Fall wäre. Ja, also ich bin gespannt auf eure Meinung. Ich bin auf jeden Fall gehypt und hoffe, dass das Teil wirklich auch in Deutschland zumindest in geringen Stückzahlen verfügbar sein wird und ich vielleicht irgendwie die Chance habe, eins abzugreifen. Und ja, wird geldmäßig eine harte Nummer, weil ich ja alles immer selber zahle, aber ja, mal schauen. Naja, das soll es erstmal gewesen sein, bevor wir es jetzt hier in die Länge ziehen. Ich würde sagen, schreibt auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt zu Smartphones, Tablets und Foldables. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.